Hallo Bosco. Hallo Rebecca. Komma. Heavy, ich bin doch schon da. Lass mich mal ausreden. Kommazahlen addieren haben wir gemacht. Ja? So, jetzt will ich aber wissen, wie man Kommazahlen minus rechnet. Also subtrahiert. Subtrahiert heißt das Minusrechnen. Ja, das zeige ich dir Subtrahiert. gern. Das freut mich ja, wenn du was wissen willst. Ja, aber auch nur, weil ich es nicht kapiere und mein Mathelehrer es haben möchte. Also, Kommazahlen subtrahierst du genauso wie natürliche Zahlen, nur dass du eben das Komma untereinander schreiben musst. Lass uns doch mal ein paar Übungsaufgaben aus deinem Mathebuch machen. Da sind solche Aufgaben nicht drin. Was? Das kann doch gar nicht sein. Doch, ich habe geguckt, da steht nur drin Subtrahieren von Dezimalzahlen. Ja, Dezimalzahlen Ja. sind doch Kommazahlen. Ach so. In manchen Mathebüchern steht auch Dezimalbrüche drin. Damit sind dann auch Kommazahlen gemeint. Jedenfalls in den meisten Büchern. Das ist bei Schulbüchern manchmal etwas anders. Und Dezimalzahlen sind auch Kommazahlen. Kann man sich da nicht mal einigen? Man mag halt das Deutsch sagen oder Lateinisch. Diese ganzen Aufgaben mache ich heute mit dir. Ui. Wer das schon kann, darf die jetzt gerne abschreiben und selber rechnen. Na dann, viel Spaß. So, wollen wir starten? Ja. Gut. Du musst die erstmal untereinander schreiben. Ja. Aber doch nicht so, dass die Vierer untereinander stehen. Die sollen nicht rechtsbündig sein, Doch. Bosco. Erinner dich mal bitte an das Absperrband. Ja, da war mal was. Ja, das ist genauso wie beim Addieren von Kommazahlen. Die Kommas müssen untereinander geschrieben werden. Also brauche ich die Mauer nicht. Ja, genau. Die sind dann nicht rechtsbündig. Die sind Ach so. nicht rechts an einer Mauer, sondern die Kommas sind alle untereinander. Dann auch im Ergebnis. Okay, dann steht es so da. Aber dann ist 1,4 und dann ist frei. Ja, da wo frei ist, kannst du dir Nuller denken. Ah, die Nuller. Und dann fange ich wieder unten an. 0 bis zu 4 oder 4 minus 0. Beides okay, wie es für dich leichter ist. Ja, 4 minus 0 ist 4. Richtig? In der nächsten Spalte 2 minus 0 ist 2. Ja, Und 5 minus 4 ist 1. genau. Dann kommt das Komma hin und 3 minus 1 ist 2. So geht's, ja. Also es wird ganz Okay. normal subtrahiert, nur dass das Komma eben untereinander steht, wie beim Absperrband. Ja gut. Dann gleich zur nächsten Aufgabe. So, ich schreibe die Zahlen so hin, dass die Kommas untereinander stehen. Und bei der 3,33 denke ich mir noch eine 0 dazu. Und dann habe ich 7 minus 0 ist 7. Ja, 0 minus 3 geht nicht. genau. Das heißt, wir haben hier unseren ersten Übertrag. Du holst dir eine 1 vom Himmel dazu und machst aus der 0 eine 10. Und dann kannst du entweder rechnen 10 minus 3 oder du fragst dich, wie viel fehlt noch von der 3 bis zur 10. Ja, 7. Genau. Und dann platzt der Luftballon und die Ja. 1 fällt runter in die Spalte davor. Und jetzt habe ich da eine 1, eine 3 und eine 6. Ja, und die 1 mit der 3 musst du addieren Stimmt. Sind 4. und die dann von der 6 subtrahieren. 6 minus 4 ist 2. Genau. Dann schreibe ich das Komma hin und 4 minus 3 ist 1. Super, Bosco. Gut, läuft. Klasse. 6,7 minus 5, das kann ich im Kopf rechnen. Echt? Kein Problem. Ja, sag mal. 6,2. Ja, Bosco. Also so eine Aufgabe kann man schon im Kopf rechnen, aber du musst halt darauf achten, dass die 5 ja eigentlich eine 5,0 ist. Das heißt, die 5 steht in der Spalte direkt vor dem Absperrband. Du musst die also von der 6 subtrahieren. Ach so, dann kann ich rechnen, 7 minus 0 ist 7. Dann das Komma hin und 6 minus 5 ist 1. Genau. Oh, da kommt 1,7 raus. Ja. Kinder. Schnell Radiergummi rausholen. Ja, nicht so voreilig sein, Bosco. Ja, so bin ich. Nächste Aufgabe. So. Da muss ich mir wieder eine 1 aus dem Himmel holen. Und dann habe ich 9 bis zur 10 ist 1. Ja. Und die 1 fällt in die nächste Spalte. Da muss ich die 1 mit der 5 addieren, sind 6. Und 7 minus 6 ist 1. Dann kommt das Komma hin. 5 bis zur 10, da muss ich mir wieder eine 10 draus machen, sind 5. Die 1 fällt runter. 1 plus 2 ist 3. Und dann fehlen mir noch 2 bis zur 5. Oder 5 minus 3 ist 2. 25,11 kommt raus.
Bosco, erinnerst du dich dran, dass du die Ziffern hinter dem Komma einzeln aussprechen musst? Ja, jetzt wo du sagst. Also wie würdest du es denn aussprechen? 25,11. Gut gemacht. Ja. 1 minus 0,935. Ja. Ja. Was hast du dazu zu sagen? Naja, ich wollte halt noch eine natürliche Zahl einbauen. Die 1 hat ja jetzt nur ein unsichtbares Komma. Und du kannst jetzt gerne da 3 Nullen ergänzen, also 1,000, damit du die Zahl besser subtrahieren kannst. Okay, und dann muss ich aber wieder eine 10 draus machen. Ja. Und dann habe ich 10 minus 5 ist 5 und die 1 fällt in die nächste Spalte. Und dann muss ich rechnen, 1 plus 3 ist 4. Mache aus der 0 oben wieder eine 10. Dann habe ich 10 minus 4 ist 6. Die 1 fällt wieder runter. 1 plus 9 ist 10. Und oben aus der 0 kann ich dann auch nur 10 machen. Dann habe ich 10 minus 10 ist 0. Ja, genau. Anstrengend. Dann schreibe ich das Komma hin. Dann habe ich die 1 plus 0 ist 1 und 1 minus 1 ist 0. Dann kommt raus 0,065. Ja. Echt? So viele Nuller, ja. Und du hast gesehen, die Übertrags-1 kann auch übers Absperrband drüber hinwegfallen. Ja. Okay, noch so eine. 68,2 minus 0,005. Was hast du denn für ein Mathebuch? Manche habe ich mir auch selbst ausgedacht. Habe ich mir gedacht. So, dann schreibe ich oben hinter die 2 noch 2 Nuller. Und mache aus der 0 eine 10. Dann habe ich 10 minus 5 ist 5. Die 1 fällt runter. Dann habe ich 1 plus 0 ist 1. Und muss oben aus der 0 wieder eine 10 machen. 10 minus 1 ist 9. Und die 1 fällt wieder runter. 1 plus 0 ist 1. Und 2 minus 1 ist 1. Aber jetzt kein Übertrag. Gut. Dann kommt das Komma hin. Und dann habe ich 8 minus 0 ist 8. Und 6 minus 0 ist 6. Genau. 68,195. Jetzt hast du es gut ausgesprochen. Es kann natürlich vorkommen, dass man mehrere Kommazahlen in einer Aufgabe subtrahieren soll. Dann schreibst du die Zahlen auch so untereinander, dass die Kommas am Absperrband stehen. Und jetzt musst du, wie schon erklärt, in dem Video mehrere Zahlen subtrahieren, die unteren Zahlen ziffernweise addieren und dann diese Summe von der obersten Zeile abziehen. In der letzten Spalte habe ich einfach nur 7 minus 2 ist 5. Okay. Ja, die Nuller kann ich ja dann weglassen. Ja. Gut. In der nächsten Spalte habe ich nur die 5 stehen. 4 minus 5 kann ich nicht machen. Da muss ich eine 14 draus machen. Und 14 minus 5 sind 9. Ja. Und die 1 von der 14 fällt runter. So, hier wird es jetzt kompliziert. 1 plus 7 ist 8. Plus 6 ist 14. Plus 0 ist 14. So. Und die muss ich von der 8 oben abziehen. Geht aber nicht. Ja. Dann muss ich aus der 8 eine 18 machen. Genau. 18 minus 14 ist 4. Ja. Die 4 schreibe ich hin. Die 1 fällt runter. Und das Komma schreibe ich noch hin. Und dann habe ich hier 1 plus 0 plus 1 plus 2 ist 4. Und 5 minus 4 ist 1. Ja. 1,495. Sehr schön. Okay, durcheinander, aber wenn man sich konzentriert, geht's. Genau. Also hier war die Gemeinheit einfach nur, dass man die unteren Zahlen addieren muss. Obwohl wir hier eigentlich subtrahieren. Gut. Soweit verstanden? Also ich ja. Ihr auch? Schreibt mal in die Kommentare. Kontrolliert mal eure Ergebnisse. Oh ja. Hier sind sie nochmal. Super. Daumen hoch und Abo da lassen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.